Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir machen weiter mit unserer Serie Good Luck 2021. Jetzt schauen wir uns mal an, mit welchem Modul wir heute dran sind. Und zwar ist es der Task Changer. Der Task Changer sagt es bereits, es handelt sich um diese Funktion hier. Die Ansicht der geöffneten Apps. Und jetzt passt auf. Wir haben hier zwar dieses Modul, allerdings vermute ich, wird es nicht mehr unterstützt. Ich vermute, dieses eigenständige Modul wird abgeschafft oder wird nicht mehr weiter beachtet, denn wir finden es weiter unten versteckt im Modul Home Up. Passt mal auf. Home Up, und da ist jetzt diese Funktion integriert, Task Changer. Das heißt, wir müssen, um an den Task Changer zu kommen, erstmal das Modul Home Up aktivieren, klicken auf den Task Changer und müssen jetzt wieder den Task Changer aktivieren. Also es ist ein bisschen umständlicher geworden. Ich weiß nicht, warum sich Samsung für diesen Weg entschieden hat, aber es ist, wie es ist. Und jetzt sind wir im Task Changer drin und gucken uns mal die Funktion an. Also, wir haben als erstes die Option zwischen 3 verschiedenen Varianten. Einmal List. Hier kriegen wir auch direkt schon die Vorschau. Wenn wir das dabei belassen, dann sieht das Ganze so aus. Also gar nicht mal so unterschiedlich zum vorherigen. Dann haben wir die Möglichkeit von Grid. Das sieht schon ganz anders aus. Passt auf. Da habt ihr es. Es sind mehrere kleine Fenster jetzt. Also es sieht für mich persönlich gut aus, muss ich ehrlich sagen, aber es wirkt auch überladen. Da helfen die großen Symbole da schon extrem. Doch, muss man sagen. Das ist eine Gewöhnungssache. Und zu guter Letzt haben wir hier Stack. Ich denke, das kennen auch die meisten von euch. So, iOS hatte dieses Design auch gehabt. Ja, sieht auch nicht verkehrt aus. So, das zum Layout. Diese 3 Optionen gibt es. Dann weiter unten haben wir hier ja, die Detail Settings, also Feineinstellungen. Wir können jetzt hier aussuchen, Center the currently running app. Das heißt, die aktuell bzw. die letzte App soll zentriert werden. Können wir machen. Das heißt, diese App, Good Luck, müsste jetzt in der Mitte sein. Beziehungsweise ganz vorne. Schauen wir mal, wie es hier bei der Listendarstellung aussieht. Dann müsste sie jetzt in der Mitte sein. Ja, ist sie auch. Öffnen wir beispielsweise mal hier den Galaxy Store. Das macht für mich keinen Sinn, weil rechts ist sowieso keine App. Naja. Okay, können wir wieder abschalten. Dann kommen wir zum App-Label. Das heißt zum App-Namen oder auch vielleicht zum Symbol. Wir schauen. Ah, nee, wirklich. Dann die Beschreibung, also der Text Galaxy Store. Das war vorher nämlich nicht enthalten. Und auch in der anderen Ansicht, schauen wir mal, wie es da aussieht. Ja, definitiv. Vorher waren die App-Namen nicht ersichtlich. Ja, hilft. Okay. Weiter. Hide Search Bar. Das können wir auch machen. Gehen. Ja. Hier oben war die Suchleiste nämlich. Passt auf. Können Sie nochmal einblenden. Da. Ja, wenn man jetzt unbedingt diese Option hier, ja, wenn man die oft vornimmt, dann sollte es schon bestehen bleiben. Ich bin ganz ehrlich, ich bin da so selten drin. Von mir aus kann die Suchbar da verschwinden. Also, so. Nächstes. Switch to previous app with gestures. Okay. So.
Auf den ersten Blick sind das eigentlich die Einstellungen, die man auch in den normalen Einstellungen findet. Und zudem habe ich sowieso die Gestennavigation eingeschaltet, von daher dürfte es eigentlich gar keinen Unterschied machen. Ich habe hier die Gestensteuerung und kann hier auch zwischen den einzelnen Apps wechseln, hin und her. Von daher ist diese Option eigentlich überflüssig. Da können wir auch deaktivieren gleich. So. Diese Option. Allow Button Gestures in Full Screen Mode. Okay, das bedeutet Folgendes. Bedeutet eigentlich nur, dass wenn man im Fullscreen ist, dass die Geste sofort erkannt wird und auch ausgeführt wird. Passt auf. Wir gehen jetzt mal in YouTube rein, wechseln mal in den Vollmodus, Vollbildmodus. Und wenn ich jetzt hochwische, sogar schnell, dann passiert erstmal nichts. Der Balken kommt hoch, aber ich verlasse die App nicht. Nochmal. Es passiert nichts. Ich müsste jetzt einmal und beim zweiten Mal komme ich raus. So. Und die Option Allow Button Gestures in Full Screen Mode verkürzt es auf eine Geste. So, nochmal zurück. Fullscreen. Und jetzt passt auf. Ich verlasse die App sofort mit einem Wisch. Manch einer mag das, manch anderer nicht. Es könnte ja auch passieren, dass es unabsichtlich passiert, dass man aus der App geworfen wird, vor allem in Spielen. Da wird ja auch darauf hingewiesen. Passt auf. Hier, such as Games and Videos, also in Spielen wäre es sehr, sehr nervig, von daher schalte ich diese Option aus. Dann kommen wir zur vorletzten Option, in Pay. Das betrifft jetzt hier Samsung Pay. Ihr wisst es, Samsung Pay kann man beispielsweise direkt auf dem Lockscreen hier ausführen. Da wäre dann hier unten so ein Balken, wo man dann hochwischen kann und Samsung Pay dann aktiviert wird. Das habe ich persönlich ausgeschaltet, weil ich Samsung Pay nicht nutze. Und diese Einstellung hier würde es jetzt erlauben, quasi auch auf dem Homescreen Samsung Pay zu starten. Entweder vom unteren Rand aus oder von rechts oder links. Das ist die Option. Und dann kommen wir zur letzten Option. Button Gestures Sensitivity Setting. Okay, was ist das? Ihr seht es bereits, ihr habt einen blauen Balken gesehen. Und hier oben können wir es einstellen. Also erstmal aktivieren. Und wenn ich jetzt hier am Regler spiele, dann seht ihr den blauen Balken hier unten, wie er immer kleiner wird. Das heißt, die Fläche zum Aktivieren wird immer kleiner. Wenn ich hier oben ansetze, dann passiert nichts. Ich muss wirklich ganz zum Rand, um diese Aktion auszuführen. Und wenn ich das jetzt hier wieder auf volle 100% bringe, seht ihr schon, dann reicht es auch aus, hier oben irgendwo zu wischen. Ich bin jetzt nicht am Rand und es klappt. Das wäre hier vom Rand, so, und ich muss nicht unbedingt zum Rand, hier. Das ist diese Option. Aber ich belasse es beim Standardwert, denn damit fahre ich ganz gut. Also, das war das Modul bzw. die Funktion Task Changer im Modul Home Up. Finde ich eigentlich ganz gut, ganz gelungen, schön integriert. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video, bleibt gesund. Und das nächste Modul, was wir uns angucken werden, ist Clockface. Also dann, bis zum nächsten Video. Tschüss.